Am 29. Dezember ereignete sich in Nischnekamsk eine Geschichte, an die man schwer glauben kann. Das Geschehene ähnelt mehr einem Albtraum, doch dennoch ist alles tatsächlich passiert. Eines Tages liefen der Hofhund Zeus und sein Freund wie gewohnt durch die Straßen. Doch an einem Zebrastreifen wurden die Tiere von einem Auto erfasst. Ein Hund starb sofort nach dem Zusammenstoß, während Zeus das Glück hatte, zu überleben. Doch vor ihm wartete ein wahrer Horror. Zeus erlitt eine schwere Verletzung an seinem Hinterlauf. Kinder eilten dem Tier zur Hilfe und trugen es zum Eingang des Hauses. Die Nachbarn kamen wegen des Lärms heraus und riefen den Tierarzt an. Trotz der bevorstehenden Feiertage stimmte die Ärztin Adelina Kamaljewa zu kommen. Die Tierärztin untersuchte das Tier und sagte, dass der Hund eingeschläfert werden müsse. Dieses Wort wurde entscheidend für das Schicksal von Zeus. Die Ärztin nahm von den Menschen 5000 Rubel und gab dem Tier eine Spritze. Der Hund verstummte und die Bewohner des Hauses begruben Zeus am selben Tag. Am nächsten Morgen geschah etwas Unglaubliches. Der Hund kam wie nichts gewesen wäre zurück zum Eingang und schaute alle an, in Erwartung von Unterstützung. Natürlich löste das Schock aus. Auf unvorstellbare Weise war Zeus aus seinem Grab entkommen und zu den Menschen zurückgekehrt, die ihn am Vortag beerdigt hatten. Die Bewohner des Hauses machen die Ärztin für das Geschehene verantwortlich. Das war die einzige verfügbare Tierärztin an den Feiertagen. Die Ärztin aus der Klinik Lichtlein. Am nächsten Tag, als der Hund zurückkam, fuhren die Bewohner des Hauses zur Klinik und baten die Tierärztin, wieder zu kommen, um dem Hund zu helfen. Sie sagte, dass sie und ihre Kollegen keine Zeit hätten. Das Geld wurde uns nicht zurückgegeben, teilte die Bewohnerin des Hauses Gulnara Gumirova mit. Die Tierärztin hat ihrerseits eine eigene Sichtweise auf das Geschehene. Ihren Angaben zufolge gab sie dem Hund eine Spritze, damit er einfach schlafen und Kräfte sammeln konnte. Ich gab ein Schmerzmittel und ein Schlafmittel, damit der Hund sich ausruhen und aus dem Schockzustand herauskommen konnte. Das war alles, und dass sie ihn begraben gingen. Ich sah, dass sie das Tier hin und her schleppten, aber wer weiß, wohin sie es trugen. Erzählte Adelina Kamaljewa. Ja, es gab ein schreckliches Missverständnis, aber das entbindet nicht alle Beteiligten von ihrer Verantwortung. Vielleicht haben in dieser Geschichte alle versagt, außer den Kindern, die das Tier zum Eingang brachten. Trotz all dieser seltsamen Ereignisse fühlt sich Zeus normal. Momentan ist er in einer Pflegestelle und Tierschützer kümmern sich um sein Schicksal. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.